Mein Name ist Eric Gauthier. Ich bin Tanzer und Choreograf, Chef meiner eigenen Tanzcompany. Für Sie habe ich mich auf die Reise gemacht. Eine Reise um die Welt, meine Welt. Die Welt des Tanzes. London ist eine der Welthauptstädte des Tanzes. Hier arbeiten die modernsten Choreografen. Hier tanzen die berühmtesten Prima Ballerinas. Ob Hochkultur oder Pop, ob Ausbildung oder Perfektion, ob Ekstase oder Tradition. Hier liegt alles nah beieinander. Hier wird an der Zukunft des Tanzes gearbeitet und zugleich die Vergangenheit lebendig gehalten. Was für eine Stadt, die ich zum ersten Mal besuchen durfte. Welcome to London! Ich bin mit Weltstars wie Akram Khan verabredet und ich werde die Prima Ballerina Osoluta Marianella Nunes treffen. Leute, ich freue mich so auf Beautiful London. I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like. Es ist merkwürdig. Ich habe schon die Welt bereist, aber ich bin noch nie in London gewesen, obwohl ich mit vielen der Choreografen hier zusammenarbeite. So, wir fahren schon eine gute Stunde. Wir sind Richtung Wembley. Ich wollte immer da ein Fußballspiel erleben, live. Aber heute es geht um Tanz. Die Tanzcompany Rambert hat eine ziemlich gute Idee. Die haben diese weltberühmte Series, Fernsehseries Peaky Blinders als Bühnenshow umgebaut. Und okay, kein Fußball, aber Tanz mag ich auch. Let's go. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires. Beim Rambert Dance denkt man groß. Man hofft, den Erfolg der Fernsehserie auf das Ballett zu übertragen. Ein popularer Stoff, eine effektvolle Inszenierung, aufwendige Kostüme, Pyrotechnik, aktiongeladene Tanzszenen, faszinierend. Es ist ein Neuanfang für eine große, alte Kompanie. So, ich rede jetzt kurz mit Guillaume Kiou, der Hauptdarsteller von Peaky Blinders. Hallo Guillaume. So, opening night. Heute ist London Premiere. Wie geht's? Aufgeregt. Wir haben lang auf heute gewartet. Wie hast du dich vorbereitet? Hast du die Serie geschaut und die Rolle zu studieren? Ich habe mir viele seiner Manierismen abgeschaut, um zum Wesen seines Charakters vorzustoßen, um dann meine eigene Interpretation zu entwickeln. Wenn ich jetzt mit den Fingern schnippe und du Tommy wirst, was passiert? Ich dachte, du greifst mich an. Boah, eine brutale Show, Leute. Shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Ausgedacht hat sich dieses Konzept, das der Tanz für neue Zuschauer popular machen will.
Der neue Chef des Traditionshauses Rambert Dance, Benoit Swan Puffer. So, ich bin gerade hier am Planieren mit dem Chef vom Rambert Dance, Benoit Swan Puffer, hier bei den Peaky Blinders Miles. No, this is incredible. I mean, the whole Ja, die ganze Straße ist plakatiert. It's pretty impressive. Ja, das ist ganz eindrucksvoll. Erzähl mir was über Rambert Dance. Die Company ist eine der ältesten in London. In the history of London, right? The UK. The UK. Yeah. How is it directing such Wie a führt man da Regie? Well, it's a legacy that people know Nun, in the es ist country, eine so you Legende, have die to jeder kennt. make sure you don't break Du it. darfst nicht machen, So was I du can willst. hear, Als ich ankam, habe ich viel über die DNA der Kompanie nachgedacht. Die wollte ich wiederbeleben, zeitgemäß machen und ein neues Repertoire schaffen. Und die Tänzer machen da mit. Sie sind offen für Neuerungen. That's different. That I like. Is that the turn normally? No, later. Later, keep going. This in-house thing like it works out. Yeah. I mean, it's such a good idea. Das ist so eine tolle Idee. Ich suche mit meiner Company auch immer nach neuen Stoffen, die neue Zuschauer anlocken. It's true. I hope that Genau, und ich hoffe, dass wir damit die Welt bereisen werden. everywhere. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, das wird klappen. Well, I hope so. Ich hoffe, du behältst recht. In the stars, we'll say. Und damit zu einem richtigen Star. Die große Marianella Nunez bei der Probe. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Blah, blah, blah. Again, they didn't set what you do with your arms. Some have done that, some do that. Yes. Again, you walk around yourself, but some do that. Some have done a little bow and say, come my ballerina. So, wir sind jetzt in die Royal Opera House, der Zuhause von der Majestic Royal Ballet. Da tanzt hinter mir die Weltballerina Marianella Nunez und die tanzen ein der schwierigsten Tanzstücke aller Zeiten, George Balanchine's Diamonds. Delicious. Forever. You're partnering yourself. Ausgebildet würde Marianella ebenfalls in diesem ehrwürdigen Haus. Hier gibt es eine der besten Ballettschulen der So Welt. there. Come back. Yeah? You're safe. You're perfectly safe. And I'm here just to make sure you don't go boom. He's got you. Yes, better. It's like a big yawn. You cross the legs and you yawn. Wir sind gerade hier im Studio und das ist eine Gastballettmeister von der Royal Ballet. Das ist außergewöhnlich, dass der kommt zu die Schule. Und es ist alles sehr kompliziert für die jungen Tänzer. Aber es wird. Can you put a little bit of into that leg? Push. Look, my foot. It's got a bit of a fish and it's pointed. Put some elegance in there. Yes, otherwise you look like an end of a mop that's cleaning the floor. Against your body. Turn. Jump. Against your body. So, es geht jetzt alles um die Basics von Pas de Deux. Pas de Deux ist, wenn der Mann hält die Frau
Und die lernen alles, weil wenn man tanzt alleine, das geht. Aber wenn man tanzt zu zweit, es geht um die Balance, auf die Spitzenschuhe zu bleiben, die Frau runterlassen, ohne runterfallen lassen. So diese ganze Technik muss man lernen. Das lernt man in der Schule. Bomb catcher, 2 arms. Very nice. So on your leg, Nella. Und das Lernen hört nie auf. Gerade wird für Marianella von Ballettmeister des Royal Ballet ein neuer Partner eingewiesen. Yeah, you stay downstage. That's it. Perfect. Turn. Give the hand. You're going to kneel across. Take that hand up the top. Come across, kneel, put the leg out. Lovely. And try to, as she's ponching, do that with the arm. So as she goes down, it looks like bow and arrow. Wer von euch ist Shani Moran Simmons? It's you. Come with me. Let's do a little interview. Oh, you turn the other way. Then I'll have to as well. Hello. You don't just do. Ihr lernt hier nicht nur klassisches Ballett, oder? Styles of dancing. We do ballet. Wir lernen Ballett und Contemporary Dance. We do. Wait a second. Warte. Zeig mal, wie Contemporary geht. Da steht man nicht so steif da. Etwas entspannter, man kann sich fließend bewegen. Okay. You do so much to learn. So, ihr lernt, eine komplette Tanzerin zu sein. So, jetzt Shani, die Partner muss jetzt eine schöne Promenade machen, heißt das. Und dann rein in eine schöne Penche. Guck mal. Ja, der muss da vorne bleiben. Gut, machst du das gut, Jonas? Und dann, und dann, and then, wow, good. Keep relaxed, everything is you're beautiful, Shani, very good. Ja, ich sehe eine schöne Zukunft da. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. So schön. Sie haben noch die ganze Karriere vor sich. Man muss jeden Moment genießen, weißt du, das Karriere als Tänzer ist so kurz. No, I believe in how. You're asking me will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. I don't know. Let's just go back in time. How did Wann you hast du fall in dich love in den with dance? Tanz verliebt? Eines Tages habe ich im Fernsehen Marianella Núñez den Schwanensee tanzen sehen. In dem Moment war es um mich geschehen. Marianella ist mein Idol. Marianella is your idol. Oh. Marianella Núñez ist nicht nur der große Star des Royal Ballet, sondern eine der größten lebenden Primadonnen der Welt. Wir kennen uns schon lange. Eric, you here? Hello. So, ich bin hier in diesem kleinen, aber feinen Raum hier in der Mitte von dem Opera House und ich treffe mich mit Prima Ballerina Marianella Núñez. Hello. That's me. Nice to see you again. Nice to see you again. Maybe just give me. Kannst du kurz zusammenfassen, wo du herkommst und wie du den Tanz entdeckt hast? So I was born in Argentina. Ich komme aus Argentinien, aus einer ziemlich großen Familie. Ich hatte 3 ältere Brüder.
Den Rest kannst du dir vorstellen. Alles Fußballfans. Als ich dann geboren wurde, hat mir meine Mutter sofort ein rosa Kleidchen angezogen und mich auf die Ballettschule geschickt. Ich habe mit 3 Jahren angefangen. Irgendwann durfte ich dann beim Royal Ballet vortanzen. Meinen ersten Vertrag habe ich mit 15 bekommen. Mit 16 bin ich dann in die Kompanie aufgenommen worden. Mit 20 wurde ich Principal Dancer. Und jetzt sitze ich hier, 25 Jahre später. Für die Kamera bin ich immer noch 25. Ich bin auch 25. Vor ein paar Tagen war ich in die Royal Ballet School und habe diese Mädchen Janine getroffen. Die kenne ich. Du bist ihr größtes Idol. Ich habe ihr versprochen, dir das Foto zu zeigen. Die kenne ich natürlich. Ich höre das ja öfters und es ist schön, aber um eine Ballerina zu werden, braucht es viel Zeit. Das geht nicht so. Go, run! Boah, das ist richtig schön, Leute. Die machen so schwierige Sachen, aber es sieht so leicht aus. Das ist die große Kunst im klassischen Ballett. Immer diese Halblächeln, diese Finesse, auch wenn die Gruppe ist voll angestrengt. Respekt. Chase it all away. Mixing my emotions throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. Fire, just to catch a flame. Go, Josie, go! Run! And attitude. Okay, thank you, Tom. Good. So, ich bin hier auf dem Dach von der Royal Opera House hier und ich treffe mich mit jemandem ganz wichtig in dieser ganzen Operation, the director of the Royal Ballet, Kevin O'Hare. Hey, good to meet you. Super nice to meet you. Thank you for giving us your time. Pleasure. Ich dürfte hier einige Proben beobachten. Eine davon mit Marianella Nunez. Ich sehe viel Tanz, aber schon bei der Probe hat mich das umgeworfen. Was denken Sie über diese Weltballerina? Sie ist unbegreiflich. Und jede Saison wird sie noch besser. Vor allem aber ist sie ein echtes Kompaniemitglied. Bei ihrem ganzen Riesentalent ist sie obendrein sehr umgänglich und Teil der Gemeinschaft. Das steckt dann alle an. Sie sehen einen solchen Superstar, der sich in die Gemeinschaft perfekt einfügt. Da will dann keiner anders sein. So entsteht bei uns eine richtig familiäre Stimmung. Nach 25 Jahren bin ich immer noch hungrig. Ich will immer noch dazulernen.
Ich habe zwar schon viel erreicht, aber ich will immer noch tanzen und neue Dinge entdecken. Yeah. You're very welcome. Tolle Künstlerin haben wir hier. Gracias. De nada. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Let's take a ride along with the dogs tonight. In suburbia, you can't hide. Run with the dogs tonight. In suburbia, break a window by the town hall. Listen, a siren screams. There in the distance. Wir sind hier in Richmond, immer noch in London, aber sehr weit weg von der Mitte. Und ich suche eine gute Kumpel, Weltchoreograf Hoffe Schechter. Der hat gesagt, wir treffen uns hier, wir gehen laufen im Wald. Und da ist der. Da ist der. Hoffe ich! Hey! Ja, immer am Schaffen, ne? Den Handy. Hey, servus! Bonjour! Bonjour! How are you, my friend? Party bus. Yes, my party bus here. Loving it. My party bus. Hey, buddy. Hey, how you doing? I'm good. Yeah. Nice to see you. Yeah, you too. So wieso treffen wir uns hier? Ach, das ist London und ich lebe hier. Wir fahren stundenlang und sind noch in London. Du kannst noch viel weiterfahren und bleibst in London. Ich wollte dir den Fluss zeigen. Hoffe Schechter bekam als Tanzer bereit den Order of the British Empire verliehen. Er ist ausgebildeter Schlagzeuger und schreibt die Musik für seine Stücke selbst. Sie sind energiegeladen und politisch hellwach. Yeah, so this is so beautiful here, man. Where are we going to now? So we're going to the park, and that was the river Thames. Das war der Fluss, die Themse. Und jetzt gehen wir in einen Park. Auch das ist London. Eine Stadt voller Parks und Flüsse. Nur auf den ersten Blick gibt es einen Unterschied zwischen den kraftvollen Choreografien von Hoffisch und seinen stillen Wesen. Ich will mit Ihnen über seinen ganz speziellen Stil sprechen. What about the movement? So, Du hast über die Jahre eine ganz eigene Bewegungssprache entwickelt. Sie hat etwas Schweres, aber Weiches. Like the movement has weight, but it's soft. Exactly. There is always something thick. Es gibt da immer etwas Dickflüssiges. Wir reden viel über Intensität, die irgendwie mit Leere verbunden ist. Es gibt da immer imaginäre Bänder an deinem Körper. Wo sind diese Bänder? Die spannen sich von deinen Fingern zum Bauch oder von deinem Kopf hinunter zu den Füßen. Das ist alles sehr elastisch und bedeutet nur, dass sich der ganze Körper auf einmal bewegt. In deinem Zentrum steckt die Intensität und bis dahin will sich alles immer wieder zusammenziehen, wie bei einem Baby. Hoffisch ist nicht nur ein guter Freund. Ich bin stolz darauf, dass er als Choreograf auch für meine Kompanie arbeitet und mit ihr zu selbst komponierter Musik seine Vorstellung von moderner Tanz verwirklicht. Dieses Werk hat in Cannes einen Preis gewonnen. Bei dir sind immer alles sehr präsent und fokussiert. Wird da etwas nach außen projiziert? Sie sollen ganz bei sich sein. Ich will, dass die Tänzer und Tänzerinnen für sich etwas erfahren, ein bestimmtes Gefühl haben oder eine Erfahrung mitnehmen. Wobei das eine verzwickte Situation ist, denn eine Show ist ja eine Lüge.
Du erzählst ihnen, dass sie abends um 8 etwas auf der Bühne empfinden und dabei ganz ehrlich sein sollen. Immer wieder, auch bei der Arbeit mit meiner Kompanie, beschäftigt sich Hofech auf die Bühne mit dem Tod. Der Tod ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja, du hast es oft behandelt. Fast jedes meiner Werke handelt irgendwie vom Tod. Ja, Le Grand Finale. Ich finde das Thema Tod faszinierend, denn es ist die Nicht-Existenz. Wir können es nicht verstehen. Und dafür ist der Tanz wie geschaffen. Etwas zu ergründen, das wir nicht verstehen können. Wie so ein Tritt. I'm super sore, man. Do I have it? Oh, wow. Well, let's see if you know which corner I'm going into. Du hast mir mit ins Gesicht geschossen. Stirb einfach. Dann kann ich dich choreografieren. Lass einfach los. Endlich kann ich mit dir machen, was ich will. Ah, mein Lieben, das war Hofech Schächter. I hope I never see this guy again. Dem Tod als Thema begegnete ich auch bei meinem Besuch im Royal Ballet. We're in deep, me and you. This thing of us through and through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Name is lit, cork is dry. God himself can't deny. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Must admit I've done wrong. Same old shit, different song. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving. Yeah, I think do it like that, yes? Yeah, but I think as you come around, then almost as you're there, the leg needs to come up. I think if you wait too long here and then do that, but yeah, that would be great. Just do it once. So viel Drama habe ich noch lange nicht mehr erlebt. Die sind fantastisch. Und auch dieser dramatische Duett ist der Moment. Der nimmt sein Leben und die ganze Zuschauer. Sie müssen das live erleben, Leute. Sie müssen nach London. Ich habe dann noch eine Probe zu Meierling von Macmillan gesehen. Das Stück ist Teil der Geschichte des Balletts hier. Mir hat den Bauch umgedreht. Steht das immer auf dem Programm? Ohne Übertreibung kann man sagen, dass solche Ballette den Lauf unserer Geschichte geprägt haben. In ihnen werden Charaktere und menschliche Emotionen auf die Bühne gebracht, die bis auf den Grund unserer Existenz führen.
Ja, ich muss unbedingt ein Ticket kaufen für Samstag. Thank you, Kevin. Thank you. Boah, das Royal Opera House. Royal bedeutet königlich. They are the kings of ballet. Ja, die machen das täglich. Es ist wie eine Ballett. Damit die Tanzkunst Kraft entfalten kann, braucht sie Orte, an denen sie gezeigt wird. In London gibt es einen solchen Ort, das Sadler's Wells, ein umgebauter altes Theater, heute ein Mekka des modernen Tanzes, Produktionsstätte und Aufführungsort. Hier habe ich einen einzigartigen Künstler kennengelernt. So, ich bin hier in die Studios vom Sadler's Wells hier in der Mitte von London und heute gibt es eine große Premiere, Dixon MBI London Premiere. Yes, thank you. Ich habe gerade dein unfassbares Solo gesehen. Ist deine ganze Show so? Ja, teilweise schon. Das ist nicht ganz leicht, aber es muss halt sein. Das sieht nicht leicht aus. Du bist von einem Mensch zu Tier geworden. Ist das der Hintergrund des Stücks? Ja, als ich zum ersten Mal in Kamerun war, in dem Dorf, aus dem meine Eltern kommen, gab es da einen Tiger. Und meine Mutter sagte zu mir, schau ihm nicht in die Augen. Das fordert ihn nur heraus. Aber du hattest als Kind aber nicht die Vision, Tanzer zu werden. Ich hab's gehört, du wolltest Fußballer werden. Ja, genau. Ich spielte in einem Team in East London, West Ham United. Nur U16, ich war nicht so gut. Sie haben mich gehen lassen und ich wurde IT-Techniker. IT, also Computer? Das ist völlig anders. Und als ich 19 war, traf ich ein Mädchen. Sie war Tänzerin. Sie ging immer in die Pineapple Studios und draußen waren Street Dancer. Die haben etwas gemacht, das Popping heißt. Popping. Wie funktioniert das? Man zieht seine Muskeln schnell zusammen, am Hals, dem Bein oder am Bauch. And the legs, like. Ich habe gelesen, du hast einmal gesagt, du bist wie die Farbe grün. Nicht gelb und nicht blau? Also, ich komme aus der Welt von Gelb, wie Street Dance. Und aus der Welt von Blue, wie Contemporary. Wenn man Gelb und Blau mischt, bekommt man Grün. Dem Grün sieht man aber weder das Gelb noch das Blau an. Grün ist nur Grün. Und so komme ich aus diesen beiden Welten und versuche nur ich selbst zu sein.
you know. So I am a product of these two worlds, you know. That's what I can say. And I'm not trying. Ich versuche nicht etwas zu mischen, sondern etwas auszudrücken. I need to express, you know. I'm sure it's going to be awesome. Well, I'll be sitting in the auditorium and I'll be vouching for you. Thank you. 100%. So, mein Lieben, ich habe gerade mich kennengelernt mit einer grünen Tiger hier. Und ich glaube, heute Abend wird mega, Leute. Mega. Good luck tonight. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you. Was für eine gigantische Stadt. Dabei liegen die Höhepunkte meiner Reise noch vor mir. Kompanien, die von hier aus um die Welt touren und zeigen, was moderne Tanz heutzutage bedeutet. Leute, ich bin so begeistert. Ich bin zum ersten Mal hier in London und es ist wirklich so ein Schloss und daneben ist ein ganz modernes Gebäude, aber ich bin hier für den Tanz. Einige der tollsten Kompanien für moderne Tanz kommen aus London. Die tollste von allen, die für Harry Potter oder die Olympischen Spiele getanzt hat, besuche ich jetzt. So, mein Lieben, ich bin auf dem Weg zu dem Studio Wayne McGregor. Wayne McGregor ist einer der berühmtesten Choreografen der Welt, hat in 1992 seine eigene Mannschaft gegründet, hier in London. Er wurde genannt Random Dance. Hat er dann inzwischen in 2017 Studio Wayne McGregor gebaut. Und das ist so eine absolute Mischung von Komponisten, Autoren, Scientists, alles zu tun mit einer Vision, die Kunst weiterzubringen, die Tanzkunst, die Vision von Wayne. Kommen Sie mit, ich freue mich so. Ich bin ein riesiger Fan von seiner Arbeit. Jesus, Junge. Wayne McGregors Studio ist ein eigenes Kunstwerk. Nichts soll hier von Tanzen ablenken, nicht einmal Musik. Das ist schon unglaublich. Die tanzen die ganze Zeit ohne Musik. Wie machen die das? Ich glaube, ich weiß wie. Das heißt Body Memory. So, die kennen diese Schrittkombinationen so gut, dass die spielen ab quasi die Musik im Kopf und die zählen alles im Kopf und dann geht die Körper ganz ohne Musik fleißig durch. Wow, hey, das war unglaublich. Chapeau, Wayne McGregor. Das ist so diese Crisscross da. Ist das Ballett? Ist das moderne Tanz? Ist es eigentlich ein neoklassischer Tanz? So heißt das im Ballett in die Tanzwelt. Spitzenschuhe sind noch benutzt, Pirouetten, Spagaten, große Lifts und ist alles drin. Aber es ist trotzdem modern. Ich habe auch gehört, es gibt ein riesiges Bühnenbild als Hintergrund. Das Bühnenbild stammt von Olafur Eliasson. Die Musik hat der britische Star Jamie XX komponiert. Wayne McGregor scheint sich für alles zu interessieren. Tanz ist für ihn nicht nur Bewegung oder ein Kunstwerk, sondern wissenschaftliche Forschung am menschlichen Körper. Sein Studio begreift er als Think Tank. Beck, du bist seit über 4 Jahren in der Kompanie und hast schon viel mit Wayne als Choreograf erlebt. Wie ist es, mit ihm zu arbeiten? Mein Traum wäre, nur eine einzige Minute in seinem Hirn zu verbringen.
Wayne ist auf so vielen Gebieten kreativ. Sein Kopf arbeitet dauernd auf Hochtouren. Er ist überaus inspirierend. Very cool. Ich würde ganz spannend, ganz einfach jetzt Wayne McGregor anrufen, Bescheid zu sagen. Vielleicht ich krieg die, der ist gerade in Amerika gerade. Okay, jetzt probieren wir mal. Hi Wayne! Hey, how you doing? I'm good. Ich bin in dein Heimat London. Und du? Ich bin neidisch. Ich bin gerade in Palm Springs. Ich besichtige die Architektur hier. Palm Springs? Ich war gestern bei deinen Leuten im Studio. Ich hab's gehört. Das ist da alles sehr karg in deinem Studio. Weiße Wände, keine Spiegel. Ich habe den Ort mitentworfen. Es sollte ein Ort der Kreativität sein. Eine Art weiße Leinwand, wo Künstler machen können, was sie wollen. Ohne jede Ablenkung. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber mich inspiriert es. Dann habe ich mit 2 Tänzerinnen gesprochen und eine hat gesagt, sie möchte nur 1 Minute in deinen Kopf verbringen, weil du immer an 1 Million Dinge gleichzeitig denkst. Lustig, aber in meinem Kopf fühlt sich das gar nicht so an. Ich mag es nur, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, mich auszutauschen, miteinander reden. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind dann Stücke, die um die Welt touren. Am Tag nach meinem Besuch flog das Ensemble zum Gastspiel nach Singapur. Listen, I'm gonna let you go, but I'm super thankful for your time. Bye, Wayne. Ciao, buddy. Later. Bye. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. Back to School, a Royal Ballet School, wo viele von den besten Tänzer der Welt kommen. Und ja, ihr Motto ist Starke und Eleganz. Und ich freue mich zu sehen, dass das wirklich so ist. Starke und Eleganz. So, the first year ballet class of the Royal Ballet School. Welcome, men. Dun, dun. Das ist aber richtig spannend, Leute. Ich meine, diese Schule hat so viele Weltstars produziert, ne? Weltstars, Sergei Polunin und Dieter. Auch die Chef von der Royal Ballet, Kevin O'Hare, war ein Tänzer hier in dieser Schule. So, wer weiß, vielleicht eine von diesen Jungs wird später die Welt reisen und ganz viele Kohle machen.
to third of the floor. Plie, development from. Keep arm, just control heels down. Same back, plie, arabesque. Das ist schon die Wahnsinn, ne? Es sieht alles so einfach aus. Aber ich weiß noch von meinen Schuljahren in die Ballettschule, es ist so anstrengend. Und dieser Junge hier ist der Einzige, der macht alles anstrengend, aber der hat eine Lächeln, ein Glücksgefühl in dieser Anstrengung. Wir sind hier in der Mitte vom Piccadilly Circus in London. Diese Jünger machen Tanzshow und ich habe gedacht, wir müssen das mitnehmen, Leute. Der got moves. Oh shit, guck mal. Oh, der macht. Hey, hey, oh shit, oh, aua. Oh shit. Oh good, it's all good, it's all good. Pure Energie in einer tanzverrückten Stadt. Ich hatte noch eine Verabredung in Sadler's Wells mit dem ehemaligen Streetdancer Dixon MBI, der gleich seine Premiere auf der großen Bühne haben wird. Dixon, can you just do your arms out again, just so I can get to try what we were doing earlier again? Yeah. Boom! And then So, wir sind jetzt hinter die Bühne. Dixon MBI macht sich gerade bereit, checkt seine Beleuchtung und so. Ich finde es so spannend, Leute. Ein einziger Mensch, einen ganzen Abend allein auf die Bühne. Natürlich war der Abend ein gigantischer Erfolg. Der Londoner Dixon MBI erzählt tanzend von seiner Rückkehr in seine afrikanischen Wurzeln und wie er sich selbst in seiner Heimat in der Fremde von London gefunden hat. Here comes the sun. Here comes the sun.
sun and I say it's alright. Little darling. London ist bekannt als Schmelztiegel der Kulturen. Der Gottvater der Integration fremder Tanzstile in den Contemporary Dance ist Akram Khan. Seine Wurzeln liegen in Bangladesch. Den Besuch bei ihm hätte ich mir für das Ende meiner Reise aufgehoben. So, wir sind jetzt in Wimbledon, ein bisschen draußen von London. Und hier lebt eine Weltmeister-Choreograf und sein Name ist Akram Khan. Bonjour, hey man. Yeah, I got a huge crew here. Bonjour, ich habe ein Fernsehteam dabei. Dürfen wir reinkommen? Cool. All right, come on in. You're used to it, I bet. Shoes off. It's going to be complex. Leave it on and we'll go to the garden. Okay. Als Kind lernt Akram Khan den klassischen indischen Tanzstil Kathak. Daraus entwickelt er eine ganz eigene Bewegungssprache und das zuerst in einem legendären Solo, Xenos. Oh wow. It's like a little private paradise. Heute ist Akram einer der einflussreichsten Choreografen der Welt. Sein berühmtestes Werk ist eine wilde Umsetzung des Dschungelbuchs, die ganz ohne Tiermasken auskommt. Es handelt von Menschen in einer fremden Umgebung. Oh, this is so nice. Ja, danke für die Einladung. Crazy great. Wir haben ja überlegt, ob wir in Zukunft einmal zusammenarbeiten wollen. Und du hast mich geantwortet. Da stelle ich immer 3 große Fragen. Die erste Frage lautet stets, was will ich damit sagen? Die Antwort darauf ist universell. Die zweite Frage lautet, warum? Und das ist die persönliche Frage. Es muss etwas in meiner Kindheit geben, das mich mit dem Stoff verbindet. Und die letzte Frage lautet, wie? Wie bringt man es auf die Bühne? Da geht es ums Handwerk. Das Geschichtenerzählen ist das älteste Ritual der Menschheit. Ich dachte bisher, das sei das Zusammenessen. Aber heutzutage hat die Technologie die Esstische erobert. Meine Kinder haben ein iPad, meine Frau und ich ein iPhone. Wir essen zusammen und doch nicht zusammen. Also ist heute das letzte und heiligste Ritual, sich eine Eintrittskarte zu kaufen. Damit schließe ich einen Vertrag ab. Ich verschließe die Türen zum Rest der Welt und widme dir 1 Stunde lang meine volle Aufmerksamkeit. Das weiße Rauschen lasse ich hinter mir. Und dann sind da 1000 Menschen, die sich auf eine Fläche von 12 auf 12 Metern konzentrieren. Und die merken, da auf der Bühne herrscht eine magische Stimmung. Aber es gibt gar keine Magie, sondern nur die Anwesenheit von 1000 Menschen, die sich auf das Gleiche konzentrieren. Und so kann auf der Bühne die Zeit aufgehoben werden. Und dabei geht es gar nicht um den Künstler, sondern um das letzte aller Rituale, dass da Fremde gemeinsam etwas erleben.
And that's the last ritual that we have left. Ja, was für andere Worte muss ich jetzt nutzen? Super, it was such a pleasure to be here with you. You're an inspiration, really, really. Ich habe keine Worte. Thank you. First of the elephants. Ka and the elephants created our home. When they mixed earth and water, trees and plants they found her. from the ground. Nature had begun. Thank you. An meinem letzten Abend in London habe ich die Zukunft gesehen. Alexander Whitley legt seine Tanzo-Sensoren an. Er lässt statt ihrer dann im Computer generierte Avatare auf riesigen Leinwänden tanzen. So, ich bin hier in Sadler's Wells und ich besuche Alexander Whitley, die Choreograf von dieser ausverkauften Show heute Abend. Hello, Alexander. Hey, good to see you. Pleasure to be here. What is going on? Was passiert hier gerade? Your troops here. They're currently calibrating. Wir kalibrieren gerade diese Anzüge, mit denen man die Bewegungen aufzeichnen kann. Hier kannst du die Sensoren erkennen. Sensors on their body here. I don't know if you can see that, guys. Hier, es gibt jede Punkt da. Wie viele Messpunkte gibt es? 17. 3 an jedem Arm und Bein, 2 hier auf der Schulter, 2 auf dem Rücken. Wie wird es erst aussehen, wenn ihr euch ohne die Elektronik bewegt? But that was cool, bravo. Yeah. Very nice, very nice. Wir zeigen euch mal eine Szene mit Hannah und den Visuals. And then we can put it up on the visual so you can see, should we do the that? difference of. Wow, ich darf das anprobieren, Leute. Wie cool ist das denn? Und so bin ich am Ende meiner Reise nach London und auch noch in den Cyberspace eingetreten. Alexander, all the best with everything. Can I keep this? All right. London ist eine Stadt, in der man in weniger Tagen um die ganze Welt reisen kann, ohne die Stadt zu verlassen. Eine Stadt voller Leben, Licht, voller Bewegung und Rätsel. Eine Stadt, in der die großen Meisterwerke bewahrt werden und zugleich an der Zukunft gearbeitet wird. Eine Stadt der großen Stars und der großen Hoffnungen. Boah, das war mein Besuch hier. So viele Emotionen in so kurzer Zeit habe ich noch nie gespürt. London, I'll be back. Watching the telly and